Dancer, schaust du wieder Olympiade? Ja, Tessa. Die Reitturniere sind spannend. Ich glaube, ich mache jetzt auch eine Ausbildung zum Olympiapferd. Na, ob das Richtige für dich ist? Tägliches hartes Training ist ja eher nicht so deines. Wieso tägliches Training? So eine Olympiade ist ja nur alle 4 Jahre, das entspricht ziemlich genau meinem Eifer. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den 3 Welchis. Tessa, Velvet, Dancer und ich freuen uns riesig, wieder Anja Beran rechtzeitig zur Olympiade zu Gast auf Trab zu haben. Und das mit ihrem Steckenpferd Blickschulung. Lernen durch Zuschauen bei den Besten und durchaus auch von deren Fehlern. Mit der Olympiade hat man natürlich jetzt die beste Gelegenheit dazu, wo doch die Creme de la Creme der Reiterei am Start ist. Anja Berans Stiftung hat schon vor geraumer Zeit viel Zeit und Geld investiert, um auf Abreiteplätzen von Turnieren und Championaten für junge Pferde sowie großen internationalen Grand Prix-Wettbewerben zu filmen und aus den realen Vorlagen Trickbilder zu erstellen. Herausgekommen ist ihr Bestseller Blickschulung, pferdegerechte Ausbildung erkennen. Ja, Anja Beran, warum haben Sie hier keine Kosten und Mühen eigentlich gescheut? Warum hat Blickschulung Ihrer Meinung nach eine so große Bedeutung in der Ausbildung? Ja, weil es ist ja oft in aller Munde, dass die Pferdeausbildung klassisch sein soll, damit sie pferdegerecht und fair ist, eben der Natur des Pferdes entspricht. Und dann sagen viele, man kann ja nicht in die verschlossenen Reithallen schauen und weiß nicht, was zugeht. Und die Frage ist einfach, können wir es nachher, wenn das Pferd fertig ausgebildet ist und vorgestellt wird, können wir es denn trotzdem erkennen, wie der Weg war? Und dafür habe ich dieses Buch gemacht, was auf einem Vortrag eigentlich basiert. Und da kommt zutage, ja, man kann auch am fertig ausgebildeten Pferd sehen, ob der Weg fair war, gesund erhaltend war und einfach dem Pferd entspricht. Und diese Trickbilder, die haben wir also aufgenommen in Grand Prix Prüfungen und haben die Pferde und die Reiter dann geschwärzt, weil es ist ja völlig unerheblich, wer das ist. Es geht ja gar nicht darum, da jemanden an den Pranger zu stellen, sondern einfach das System zu zeigen, wie es heute ist. Und haben dann bei den schwarzen Pferden ein diagonales Beinpaar blau und eins rot eingefärbt, damit wir halt die Abläufe auch gut erkennen. Und dann sind eben ganz viele Sachen, wenn wir dann die Filme noch in Zeitlupe haben laufen lassen, sind unheimlich viele Sachen zutage gekommen. Also zum Beispiel, dass der versammelte Schritt zu 99% nicht mehr existiert, sondern verschoben ist im Ablauf und fast immer ein richtiger Passgang ist. Also kein Viertakt mehr. Oder auch Sachen, dass die Passage und die Trabverstärkung mit derselben Halsung immer geritten werden. Also die klassische geforderte Rahmenerweiterung, die das Pferd ja in der Natur auch macht. Wenn es lange Tritte macht, macht es den Hals länger. Wenn es sich mehr auf die Hinterhand setzt und hinten mehr trägt, wird der Hals höher und kürzer. Also diese Naturgesetze hat man außer Acht gelassen, sodass wir die klassische Rahmenerweiterung auch nicht mehr finden. Und da lesen sich jetzt unendlich viele Beispiele fortsetzen. Also das geht weiter bei der Passage, die einfach mechanisch, die Füße jetzt von den Pferden werden nach oben gezogen, aber es ist kein richtiger Raumgriff mehr da. Und bei fast allen Passagen, die Sie sehen im Grand Prix, pendeln die Vorderbeine nach hinten. Das kann es aber eigentlich gar nicht geben. Wenn das Hinterbein nach oben und nach vorne fußt, muss das Vorderbein auch nach oben und nach vorne und dann unten abgestellt werden. Und es ist keine Zeit da, dass das Vorderbein wieder nach hinten pendelt. Und alles solche Sachen kommen eben dann ans Licht. Und da muss man sagen, wurde in der Ausbildung halt gebastelt, getrickst, Hand angelegt, aber nicht klassisch das Pferd solide mit der entsprechenden Zeit von hinten nach vorne ausgebildet. Mhm. Das ist ja sehr spannend. Jetzt steht die Olympiade vor der Tür, machen Sie da weitere Trickbilder und eigentlich müsste das doch einem Richter vorgelegt werden, solche Bilder, oder? Um das dann wirklich... Ja, das Traurige ist, es sind eigentlich keine weiteren Bilder notwendig. Also wir haben wirklich alle Gangarten und Lektionen aufgenommen. Es ist alles gesagt. Es sind die herausragendsten
Fehler aufgezeigt. Und wie es jetzt eben auch ist bei den ganzen Skandalen, die wir jetzt auch hatten, es ist immer ein großer Aufschrei und am Ende verflacht die Sache und es interessiert eigentlich niemanden mehr. Und so ist es da auch. Es war erst ein kurzer Hype, Blickschulung, das läuft alles schief. Gut, Buch zugeklappt und zu den Akten und wir machen weiter wie bisher. Und das ist das Traurige, aber deswegen sind jetzt auch keine weiteren Filme mehr geplant. Das ist sehr zeit- und sehr kostenintensiv und es wäre gut, wenn das, was wir haben, schon mal beachtet werden würde. Ja, aber da wollte ich gleich eine persönliche Frage anhängen. Das erklärt auch, weil das Können haben Sie ja dreifach, um zum Beispiel bei der Olympiade teilzunehmen, aber warum Sie solche Bewerber nicht interessieren oder weil das gut gerittenes Grand Prix sollte ja auf klassischer Dressur fußen? Ja, das war sicherlich früher mal so. Heutzutage ist es entartet in ein Spektakel. Es geht auch um hervorragende Pferde. Also mit einem Durchschnittspferd brauchen Sie dann nicht mehr antreten, sondern es geht wirklich nur noch mit hervorragenden, sehr teuren Pferden. Dann ist es natürlich auch kostspielig, die sämtlichen Starts, die Sie vorher brauchen. Da können Sie oft zwischen Donnerstag und Sonntag überhaupt nichts anderes mehr machen. Also es muss alles bezahlt werden. Und dann kommt bei mir persönlich noch dazu, dass es mich überhaupt nicht interessiert, feste Aufgaben immer wieder abzureiten. Also das ist mir ein Gräuel. Ich habe das gerade heute wieder gehabt mit Working Equitation und habe gesehen, wie immer wieder diese Aufgabe dem Pferd fast eingetrichtert wird. Und also das ist mir selber ganz gegen meine Natur oder meinen Anspruch beim Reiten, weil ich reite das Pferd und nicht eine Aufgabe. Mhm. Und da muss man natürlich sagen, wenn man jetzt zum Beispiel bei Olympia startet, tut man ja fast 2 Jahre immer dieselbe Aufgabe reiten. Das Pferd muss das ja in- und auswendig kennen. Ich habe erst mit dem Herrn Hausberger vor kurzem geredet, der hat auch gesagt, das sei der Grund, warum sich auch niemand mehr verreitet bei der Olympiade. Hätte er noch nie gesehen. Ja, das ist eben eigentlich Zirkus, das ist andressiert. Und da wurde eigentlich schon ganz am Anfang, als der Turniersport losging, wurde eigentlich schon gewarnt vor diesen festen Aufgaben. Und wenn ich was zu sagen hätte, gäbe es die nicht, sondern dann gäbe es die verschiedenen Niveaus, wie wir es ja heute auch haben, LMS und so weiter. Und jeder wüsste, was auf seinem Niveau drankommt. Und dann würde ich aufs Turnier fahren und dann kriegt da morgens jeder einen Zettel in die Hand gedrückt. Und da steht, in welcher Reihenfolge das heute geritten wird. Und da reiten alle an diesem Tag dasselbe, aber was vorher nirgendwo aufgeschrieben war. Aber eben auf ihrem Niveau. Und damit würde dieses ganze Dressieren der Pferde, das ist schon wirklich wie im Zirkus, eintrichtern in Tiere irgendwelche Abfolgen. Das würde entfallen, weil die Pferde müssten dann wirklich an den Hilfen sein. Das wäre praktisch ähnlich wie bei der Matura oder beim Abitur oder beim Studium, genau, dass man zwar weiß, welcher Stoff kommt, aber die Aufgabe wird dann erst gestellt. Genau, und dann schauen wir nämlich mal. Das stimmt, ja. Heißt es, Sie schauen sich gar nicht Olympiade an oder kann man da trotzdem Blickschulung betreiben und kann ich davon auch lernen? Ja, das kann man sicher. Man sieht halt auch ein mechanisches Abspulen oft von Lektionen und man kann natürlich den Blick schulen. Man sieht in der Trabverstärkung kein harmonisches Zusammenspiel von Hinterhand und Vorhand, wo das Pferd über den Rücken wirklich nach vorne trabt, sondern man sieht vorne, wie beim spanischen Trab, Vorderbeine, die wirklich waagrecht zum Teil rausgeschleudert werden, wo die Hinterhand aber gar nicht mitkommen kann. Was man durchaus verlangen könnte bei Olympiade, dann würde ich es aber spanischer Trab nennen und nicht Trabverstärkung. Also, dass wir das Kind auch beim Namen nennen. Und da kann man schon viele solche Sachen sehen, eben auch diese Taktverschiebungen im Schritt und sieht diese Spannung, die die Pferde haben. Also in diesem Fall negative Spannung. Sie brauchen eine positive Körperspannung im Grand Prix, aber die sind verspannt und deswegen kommt dann eben auch dieser Pass zustande. Das kann man schon sehen. Nichtsdestotrotz will ich jetzt sagen, dass ich gegen den Sport bin. Nein, bin ich nicht. Man kann durchaus Sport mit den Pferden betreiben und das ist auch, finde ich, für die Zucht wichtig. Und für die Reiter, da kann man sich auch immer was abschauen, bedeutet es ja Präzision, Nervenstärke, Disziplin, also durchaus positive Sachen. Aber so wie es heute entartet wird, müssten die Pferde viel besser geschützt werden und man müsste ein bisschen an dem Reglement schrauben. Also man dürfte auch keine Richter mehr einladen, sondern Richter müssten zugeteilt werden und diese
ganzen Kleinigkeiten, der Nasenriemen müsste reell locker verschnallt werden, nicht da zugezurrt, dass das Pferd nicht mal mehr den Speichel abschlucken, geschweige denn die Zunge bewegen kann. Also da wären viele kleine Rädchen, an denen man drehen könnte und es dann für die Pferde wieder wesentlich angenehmer und gesünder gestalten könnte. Also ich bin eben nicht ganz dagegen, aber ich finde, so wie es jetzt ist, ist es nicht mehr in Ordnung. Wenn ich mir als Freizeitreiter was lernen möchte, natürlich schaue ich dann Ihre Videos an, aber kann ich da auch bei der Olympiade was sehen? Oder gibt's Reiter, wo Sie sagen, dass man vielleicht wirklich dort sich das mal anschaut, weil das sieht Ihrer Meinung nach auch wirklich gut ist oder auch die Hand gut ist? Also früher habe ich gerne Karl Hester mir angeschaut. Also da habe ich zum Beispiel unheimlich gerade Einerwechsel mal auf der Mittellinie gesehen. Die waren so sensationell gerade und der Mann saß so ruhig. Das sind schon immer wieder kleine Momente, die wirklich bewundernswert sind. Aber heutzutage, finde ich, ist es alles sehr ins Spektakuläre abgewandert und auch wenn jemand dann einigermaßen ruhig da sitzt, die Zügel sind doch immer extrem kurz und alles auf Spannung, dass es einem, denke ich, als Freizeitreiter auch nicht so richtig gefallen kann. Aber wie gesagt, also ich finde schon immer, wie damals eben auch bei Karl Hester, dieser Einerwechsel, irgendwas, wo ich sage, ja, Respekt, weil ich weiß, was dazugehört, so weit zu kommen und das so auszubilden. Ja, aber man kann jetzt nicht als Freizeitreiter das jetzt als Vorbild nehmen. Und ich glaube auch nicht, dass den meisten das zusagt. Jetzt haben Sie schon angesprochen, ein bisschen, was beim modernen Dressursport falsch läuft in den höchsten Klassen. Was sollte man denn zum Wohle ändern? Sie haben auch schon ein Beispiel mit denen, dass man nicht immer dieselben Übungen runterspult, auch nicht sich praktisch die Richter einladen darf, sondern das auch zugeteilt wird. Ansonsten, ich nehme an, da ist der Tierarzt, Doping und Sonstiges, also so vom Gesundheitlichen müssten die ja alle fit sein. Ja. Also wobei ich schon sagen muss, wir haben ja immer mehr blutende Mäuler. Das natürlich Pferdezahnärzte sagen, den Dressurpferden schleifen Backenzähne kürzer, weil durch den Nasenriemen, dieses schwedische Reithalfter, wird das Maul so zugezurrt, dass das Pferd wirklich nicht mehr die Zunge und nichts bewegen kann. Wenn dann ein Stück Backe oder Zunge zwischen die Zähne rutscht, beißt das Pferd da drauf, weil es einfach nicht anders kann und dann blutet. Und wenn man die Backenzähne kürzer schleift, kann es eben da nicht drauf beißen. Also das sind alles so Manipulationen, die eigentlich nicht gehen. Aber Sie sehen, die Tierärzte spielen auch mit und die Lösung wäre einfach. Es gibt eine 2-Finger-Regel. 2 aufgestellte Finger sollen zwischen Nasenriemen und Pferdenase Platz haben. Und die wird von keinem einzigen Reiter oder Richter bei Olympia beachtet. Und das wäre schon ein ganz, ganz großer Punkt. Also wenn man diesen Nasenriemen wegnimmt oder eben locker verschnallt, dann wäre für viele Reiter schon ein großes Problem da. Und deswegen, also da könnte man sehr leicht was verbessern. Und dann ist es ja so, je höher das Pferd ausgebildet ist, umso besser soll es im Gleichgewicht sein. Das heißt, dass die Anlehnung, ein sich anlehnen, dann auch nicht mehr nötig sein sollte. Und die Zügelführung müsste dann eben sehr leicht sein. Und das, finde ich, sollte man auch überprüfen. Das beschreibt zum Beispiel Udo Bürger in seinem Buch oder auch bei La Guerinière können wir das nachlesen. Auf den bezieht sich ja die deutsche Reiterei immer, der gesagt hat, im Moment höchster Versammlung, wo das Pferd im Gleichgewicht ist, sollten wir er hat es genannt, descente de main, et de jambe, sollten wir die Hand sinken lassen, den Kontakt aufgeben, auch mit dem Schenkel passiv sein und eben beweisen, dass wir das Pferd nur am Sitz haben. Das heißt, wir müssen die Körperspannung selber natürlich halten. Und das Pferd darf seine Haltung nicht verlieren. Erst wenn wir, das beschreibt Udo Bürger sehr schön, es aus dem Sitz entlassen. Das heißt, wenn wir selber zusammensacken, darf das Pferd auch die Haltung verlieren. Und solche Sachen, wenn wir wieder einbauen würden und wenn nicht im Grand Prix, wo denn dann? Da gehört es hin. Dann wäre natürlich den Pferden sehr viel geholfen, wenn wir von 13 Piaffe-Tritten 5 ohne Zügel reiten müssten, am hängenden Zügel. Also das wäre schon eine Herausforderung oder auch ein Stück Passage an der kurzen Seite, Hand runter, Zügel locker. Das wäre ein ganz großer Schritt nach vorne hin zum Pferdewohl und zu einer natürlichen Ausbildung wieder. Wie könnte man das durchführen, so wie beim
beim Fußball ein Videorichter oder sollte man, so wie die Engländer das machen, so Plättchen dazwischen, die den Zügel dann praktisch das Gewicht messen und sonst brechen? Oder wie könnte man das machen? Ja, ich würde sagen, der Zügel muss so deutlich hängen, dass es jeder sieht. Es muss einfach die Verbindung wirklich aufgegeben werden. Und das wäre der Beweis, dass das Pferd sich selber trägt und am Sitz und an den Hilfen ist. Und dann stellt der Reiter die Verbindung wieder her. Also das muss ganz, ganz offensichtlich sein. Sperrriemen gibt's Gott sei Dank nicht mehr, aber diese Nasenriemen, könntet man nicht diese obersten Lektionen auch ohne Nasenriemen lehren? Selbstverständlich, wenn die Pferde reell geritten sind. Sie werden auf alten Bildern von Steinbrech und von vielen alten Meistern keinen Nasenriemen finden bei Kandare Unterlegtrense. Und der Nasenriemen war eigentlich ein Notnagel, wenn das Pferd sich mal vollkommen entziehen sollte oder eben eine Notsituation ist, wo es komplett sperrt. Aber es war nicht so gedacht, dass man dem Pferd die Kiefer aufeinander presst, es nicht mehr schlucken kann, nicht mehr kauen kann, die Zunge nicht bewegen kann. So war das nie gedacht, weil dadurch wird das Pferd ja zum Befehlsempfänger. Das heißt, ich kann mir mit der Hand alles erlauben. Das Pferd kann eben nicht mehr sperren und zeigen, dass die Reiterhand grob war oder hart war. Es kann sich nicht mehr entziehen. Es kann nur noch die Befehle von oben empfangen und ausführen. Und eigentlich war ja eine Kommunikation gedacht zwischen Pferdemaul und Reiterhand. Das heißt, ich bewege einen Finger vorsichtig und das Pferd gibt dem Unterkiefer nach, fängt an zu kauen und antwortet mir. Und das ist dann auch eine sogenannte Durchlässigkeit. Aber davon sind wir jetzt wirklich weit entfernt. Wie könnte man das ändern? Also könnten Sie nicht aktiv werden, meiner Fehler, oder beim Olympischen Komitee? Oder gibt's da was man unterstützen? Nein, oder bringt es nichts? Es gibt sehr wenig Leute. Es interessiert die Basis, die das wirklich zu Recht sehr negieren und die Nasenriemen locker schnallen oder sie ganz weglassen. Aber der Basis wird natürlich dann vorgeworfen, dass sie diese hohen Lektionen nicht reiten kann und sowieso keine Ahnung hat, was ja okay ist. Aber diese Änderung muss von oben kommen. Und ich glaube, die kommt nicht. Und deshalb sind wir, glaube ich, auf der absoluten Überholspur, dass der Reitsport auf jeden Fall von der Olympiade früher oder später ausscheiden wird. Und wir sehr aufpassen müssen, dass wir überhaupt noch Sport mit Pferden machen dürfen. Wenn nicht von uns Reitern selber irgendwas jetzt kommt, um was zu verbessern. Und was hat es eigentlich auf sich mit den vielen Pauschen, die man sieht? Am Sattel. Am Sattel, ja. Aber das behindert es nur den Reiter, dass er eben nicht mitschwingt, oder ist das eigentlich auch fürs Pferd schlecht, solche Pauschen? Ja, in dem Moment, wo der Reiter sich an diese Pausche presst, was wirklich sehr viele heute machen, schwingt er natürlich auch nicht mehr frei mit, und in dem Moment ist es auch für den Pferderücken natürlich unangenehm. Und diese Pauschen sind auch ein Punkt, der eigentlich in einem Grand Prix haben Pauschen am Sattel nichts mehr verloren. Der Reiter sollte so sitzen können, dass er ohne auskommt. Und ein anderes Problem ist, dass wir das Bein aus der Hüfte nicht frei bewegen können mit der Pausche. Und daher sehen wir auch sehr oft diese abgewinkelten Beine. Das heißt, wo der Reiter aus dem Knie den Unterschenkel nach hinten zieht und oft mit dem Sporn fast an der Schabracke hantiert, weil er nämlich aus der Hüfte, da kommt man nur so eine Handbreit hin und her mit dem Bein. Also auch dann unten mit dem Absatz komme ich nur eine Handbreit vor und zurück, was korrekt ist. Aber wenn ich mir meine Hüfte blockiere, muss ich aus dem Knie nach hinten arbeiten, und das machen sie auch fast alle. Und das ist schon der Anfang vom Ende, weil da hinten reagieren die Pferde dann mit Schweifschlagen und Unwohlsein, aber eben nicht mehr mit der positiven Reaktion. Also Sie haben ja im Hintergrund Ihr Buch Aus Respekt, wo mir der Titel schon allein so gut gefällt, aber fehlt der Respekt also in der Olympiade heute dem Pferd gegenüber, oder wie hat sich denn die Olympiade Ihrer Meinung nach im Laufe der Zeit geändert? Also ich möchte es nicht verallgemeinern. Es sind sicherlich Reiter dabei mit viel Respekt vom Pferd. Es sind sicherlich auch welche dabei, die das Pferd nur benutzen, um an eine eigene Medaille und Ruhm und Ehre zu kommen. Das sicher. Also es wird beide Kategorien geben. Aber ich denke, dass einfach das richtige Reiten
und das korrekte Ausbilden nicht mehr ausreichend gelehrt wird. Und die Dressurreiter heutzutage sind für mich eher so wie die Rockstars, aber die klassische Gesangausbildung fehlt. Das ist nicht fundiert. Ja, man kann ja ganz schnell auch mal ein Rockstar werden, wenn man irgendein besonderes Merkmal hat, aber das muss ja nicht heißen, dass man wirklich klassisch singen kann. Und das fehlt heute und da ist ein Fehler im System. Es wird nicht mehr genug gelehrt und man sieht es ja auch daran, mit welchem Erfindungsreichtum und das endet dann meistens in Brutalität, was wir jetzt hatten, dieses Piaffieren und Passagieren mit Longen und den Pferden wie die Marionetten die Beine hochziehen oder eben Pferde, die im Maul wund sind, Sporenverletzungen haben und so weiter, weil man einfach nicht mehr weiß, wie es geht. Also ich habe Pferde von minderer Qualität in der Regel und Pferde, die auch sehr günstig sind, Pferde für 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Und die können alle piaffieren und passagieren und so leicht, dass die Freizeitreiter das nachreiten können, ohne dass sie schwitzen und drücken. Und dann denke ich mir immer, warum kann so ein Pferdchen das? Und ein Dressurpferd für 500, 600, 700.000 Euro mit bester Veranlagung muss so geknechtet werden, dass es entweder körperlich und psychisch kaputt geht oder eben nachher irgendwie die Beine hochreißt. Da stimmt ja was nicht. Und der Fehler liegt meiner Meinung nach in der mangelnden klassischen Ausbildung und dann natürlich auch bei den Richtern, die die Dressur mehr und mehr zum Spektakel haben werden lassen und das spektakulärste Reiten halt oft gewinnt. Weil man vielleicht nicht so viel Zuschauer beim Dressur hatte wie beim Springen. Genau. Wahnsinn, ja. Das heißt, ist das der Grund, weil das fand ich spannend, was Sie gesagt haben, man muss aufpassen, dass nicht überhaupt die Dressur aus der Olympiade fällt. Haben Sie damit gemeint, weil nur noch wenige eigentlich gewinnen können, weil die Pferde so praktisch hochgezüchtet sind, oder ist es eher, dass die Tierschützer sagen, hey, das geht nicht? Ja, letzteres. Also mit den Züchtern gebe ich überhaupt keine Schuld da, sondern das ist wirklich alleine das System, die auch eben immer nach einem Sturm der Entrüstung nachher wieder weitermachen wie vorher. Und ich denke, es werden die Tierschützer sein. Und ich höre das ja selber, wenn man sagt, man ist Reiter, ja, das ist jetzt nicht unbedingt mehr positiv behaftet. Und ich habe mehr als einmal schon den Spruch gehört, warum muss es denn sein, dass die Reichen zum Spaß Pferde quälen? Weil die Leute entfernen sich ja auch immer mehr von der Natur und vom Tier. Und was jetzt für jemanden wie uns, der den ganzen Tag mit den Tieren und den Pferden speziell umgeht und weiß, was sie für Bedürfnisse haben und was sie brauchen und wie man sie ausbildet, damit sie auch fit und gesund sind, das ist jetzt vielleicht für jemanden, der nichts versteht, der sieht, man sitzt mit einer Gerte auf dem Pferd, ja wahrscheinlich schlagen die das Tier die ganze Zeit, ist es ja schon komisch. Und eins muss uns klar sein, wir haben eine größere Bevölkerungsgruppe an Nichtreitern als an Reitern. Und wenn die alle die Hand aufheben und sagen, wir wollen das nicht mehr, Reiten gehört verboten, dann ist es einfach rum. Da sollte man einschreiten. Also wäre es da nicht hauptsächlich gefragt, das Reglement oder die Richter oder wer könnte denn? Genau. Alle zusammen. Es muss von oben einfach Vorgaben geben, dass das und das geändert werden. Richter werden zugeteilt, Nasenriemen muss locker, Rahmenerweiterung muss sichtbar werden, Schritt darf niemals Pass sein, sonst gibt's da wirklich eine Null. Und das muss einfach strenger gehandhabt werden, transparenter werden zum Schutz des Pferdes, weil das muss man vielleicht sich auch nochmal überlegen. Menschen, die zur Olympiade möchten, die knechten sich ja für den Sport. Und wie viele sind bereit, auch sich zu dopen und auf viele Sachen zu verzichten, nur um dahin zu kommen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir Sport mit einem Lebewesen machen, dann ist die Hemmschwelle ja noch kleiner, dem anderen Lebewesen irgendwas zuzufügen, zu geben oder sonst was, damit wir gewinnen. Und da muss der Mensch schon charakterlich super sein, dass ihm da nichts Schlimmes einfällt. Und so sind wir leider nicht. Ich weiß auch nicht, wenn ich da unter Druck stehen würde und wäre so kurz vorm Ziel, ob man das durchhält, dass man wirklich fair bleibt und sagt, ah nee, jetzt ist er gerade nicht so fit, ich ziehe ihn zurück, vielleicht kriege ich nie mehr die Chance für Olympia. Und deswegen muss eben das schwächste Glied, und das ist in dem Fall das Tier, wirklich hervorragend geschützt werden. Und das ist im Moment nicht der Fall. Wir haben bei der letzten Olympiade schon mal gesprochen in Japan, da ging es eigentlich um den
Machtkampf, glaube ich, da wo die Pferde sogar getauscht wurden oder werden. Ich glaube, das hat man immer noch nicht geendet, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht mehr weiter verfolgt, ob das weiter so ist. Das heißt, würden Sie am liebsten zum Beispiel den Pferdesport überhaupt aus solchen hohen Bewerben rausnehmen oder braucht man das nicht? Man muss nur die Reglements ändern oder genauer hinschauen. Also ein super Versuch wäre ein ganz strenges Ändern des Reglements. Das wäre mal ein toller Versuch. Und dann müsste man sehen, was passiert, wie das weitergeht. Also ich bin jetzt da nicht jemand, der gleich für Abschaffen ist, aber so wie es jetzt läuft, geht es aus meiner Sicht nicht weiter. Und ich glaube eben auch, wenn es keinen Sport mehr geben würde, würde das Pferd langfristig von der Bildfläche verschwinden. Und das will man ja auch nicht, dass man Pferde nur noch im Zoo sieht. Und es wäre ja auch ein riesen Dilemma für die Zucht. Die Zucht, wie will man sie verbessern? Man hat ja immer Pferde verbessert, weil eben herausragende Pferde Leistung gebracht haben und mit denen hat man gezüchtet. Also das wäre ein Riesenverlust, wenn wir da nichts mehr hätten. Aber ich denke, man muss es einfach neu denken und auch ganz offen sein, sich von vielen alten Sachen verabschieden und einfach mal sich hinsetzen und einen fairen Plan machen. Und Turnierreiten war ja ursprünglich auch so, dass ich aufs Turnier gehe und ein Feedback kriege über meine Leistung, dass ich eine Leistungsüberprüfung habe. Und dann gehe ich doch heim und arbeite weiter und schaue, dass ich das nächste Mal vielleicht aus diesen Fehlern lerne und besser mache. Aber darum geht's ja schon lange nicht mehr. Ich gehe aufs Turnier, um zu gewinnen. Und wenn das mit dem Pferd nicht klappt, kommt er weg und ich kaufe einen neuen. Und von diesem Verkaufen, Kaufen und andere Trainer, anderes Pferd, andere Sattel leben natürlich unheimlich viele. Und aus diesem Kreislauf, denke ich, müssen wir wieder raus. Wir müssen das neu denken. Mhm. Und müsstet man da nicht sogar schon vorher ansetzen, als dann auf dem Parcours? Weil eigentlich müsstet man ja schon Regeln machen, dass ein Pferd auch nicht zu früh angeritten wird und das lückenlos überprüfen, bevor er startet, oder? Ja. Also das wäre natürlich das Nächste, dass die Wettbewerbe nicht zu früh starten für die Pferde, dass das Pferd seine Kindheit bis 3 Jahre ausleben darf und dann in Ruhe an den Sattel, den Reiter und dann erst an die Hilfen auch gewöhnt wird. Das dauert aus meiner Sicht, also wir reiten Pferde in 3 Monaten an, aber ich würde kein Pferd im Monat 4 dann irgendwo öffentlich vorstellen, sondern ich brauche dann eigentlich ein Jahr, bis es wirklich die Hilfen immer akzeptiert und bis es dem Reiter vertraut, bevor ich es dann mit irgendwas Neuem konfrontieren würde. Aber heute ist es so, man kann sich kaum auf dem Pferd halten, dann stellt man es schon irgendwo öffentlich vor. Dann muss man natürlich wieder hinlangen, weil das Pferd ja nichts kennt. Und da, finde ich, sollte eben mehr Zeit gegeben werden und ein solider Aufbau wäre da zu bevorzugen als dieses zu frühe Starten. Ich lerne gerne von Leuten, die besser reiten oder irgendwas besser können wie ich und schaue denen gerne zu, was wahrscheinlich auch kein Fehler ist. Und da könnte man ja praktisch Ihr Buch nehmen mit der Blickschulung und würde das Sinn machen, wenn ich mir dann die Olympioniken anschaue und das mit dem Buch vergleiche und schaue, ob ich da Ähnliches finde und kann ich davon lernen? Oder wo könnte man Blickschulung? Das wäre eine hervorragende Idee. Also das wäre Blickschulung aus erster Hand. Das wäre natürlich super. Und ich glaube, da kann man viel lernen. Vor allem, wenn man dann noch mal im Internet alte Filme von früher rauskramt und vergleicht dann, wie die Pferde gelaufen sind und heute, dann sieht man, glaube ich, schon immense Unterschiede. Mhm. Sie haben einen genannt. Wen kann man sich denn dann noch anschauen, außer Sie? Also ich würde mehr bei den Alten bleiben. Also es gab diesen berühmten Ritt von dem Russen Filatov auf dem Achaltikiner Absent. Also da waren tolle Momente dabei, auch gerade was man den Achaltikiner nicht zutraut. Ich für Passage, sehr, sehr schön. Oder dann auch Heinz Polley oder wen ich sehr bewundert habe, war der Schweizer Chamartin. Der hat auch herausragende Einerwechsel immer geritten. Also da waren Sachen, die waren wirklich von Leichtigkeit, was ich heute vermisse, von Leichtigkeit und Eleganz geprägt. Heute ist es mehr, ja, richtig Sport und spektakulär und pack hin und drück alles raus, was geht. Und damals war es sehr von der Hilfengebung unsichtbar und eher so ein wirklich harmonisches Verschmelzen mit dem Pferd. Und das ist natürlich dann meistens weniger spektakulär.
aber umso schwieriger zu machen. Mhm. Und schauen Sie sich trotzdem die Bewerbe an? Ja, das ist immer nicht so einfach, weil wir haben ja hier Viel selber zu tun. 50 Pferde und noch sehr viel andere Tiere und haben wirklich unheimlich viel zu tun, so dass ich schaffe es ja kaum abends um 23 Uhr oder so mal Nachrichten schauen. Also es ist eigentlich nicht drin, dass ich mich da länger hinsetze, dass ich vielleicht mal einen Ausschnitt dann im Internet anschauen kann, aber zeitgleich das. Frau Behrend, dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie Ihre Zeit uns gewidmet haben und ich glaube, wir haben sehr viel dazu gelernt. Auch wenn wir die Olympiade schauen, haben wir sicher Ihr Blickschulungsbuch auf dem Schoß und vergleichen das dann. Das wäre toll. Okay. Alles Gute nach Bayern. Dank. Wiedersehen. Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag.